Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der Oktober geht dem Ende entgegen und das heißt, es gibt Neuigkeiten von der Werkbank. Im Gegensatz zum Namen sind die Nachrichten leider nicht so orghaltig, wie ich es gerne gehabt hätte, weil viele Projekte einfach ziemlich viel Zeit gebraucht haben und es war einfach nicht mehr so viel Platz, um sich um andere Dinge zu kümmern. Nichtsdestotrotz haben es ein paar Orks auf die Werkbank geschafft und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie ihr hier seht, macht den Anfang bereits eine Orkkriegerin aus dem Hause Artisan Guild. Die stammt aus dem Drucker, wie so oft natürlich, und gehört zu einem Set von 3 Orks. Den Chef habe ich bereits angemalt und ich glaube, ich habe ihn auch schon einmal im Video gezeigt. Die hier gehört eben, wie gesagt, in das gleiche Set rein. Was ich an denen anders gemacht habe, ist, ich habe die Wölfe vergrößert, um, glaube ich, knapp 15-20% irgendwo in dem Bereich, weil sonst waren sie mir einfach zu klein. Die sahen dann eher aus wie sehr, sehr große Hunde und die Orks hätten mit ihrem Gewicht den Tieren eher den Rücken gebrochen, als dass sie auf ihnen reiten könnten. Das Set habe ich mir zugelegt, weil ich gerne einen berittenen Warboss haben wollte. Allerdings wollte ich ihn nicht auf einem Wildschwein haben, sondern gerne auf einem Wolf, damit er im Zweifelsfall auch ein bisschen zu meinen Herr der Ringe Orks passt, wenn ich da mal wieder Warlords of Erebon mitspiele. So bin ich an dieses Set gekommen und das ist jetzt das zweite Modell davon, das bemalt wurde. Der dritte Ork kann ich euch noch nicht sagen, wann der kommt, aber der wird irgendwann auch noch folgen. Weiter geht es mit Orks, dieses Mal aber dann für 40k. Die 3 Jungs hier werden meine Red Barretts verstärken. Das ist eine Moscha-Einheit, die ich für meine 40k-Armee aufgebaut habe. Die Körper und Köpfe sind von Cromlech, die Arme stammen aus dem Drucker und die kamen zu dem Namen Red Barretts, weil die Köpfe eben diese Barette haben. Die heißen bei Cromlech eigentlich Green Berets. Ich habe mich dann aber für rote Barette entschieden, weil ich irgendwie an britische Fallschirmjäger aus dem Zweiten Weltkrieg denken musste, als ich die gesehen habe. Und dachte mir, warum nicht eine Ork-Einheit bauen mit roten Baretten, die sich als eine Art Elite-Nahkampfeinheit fühlt und entsprechend auch rumläuft und das auch zur Schau stellt, eben indem sie diese roten Barette tragen. Ja, viel Besonderes sind diese 3 halt einfach nicht. Es sind einfach nur 3 Ork-Boys, die gerne moschen und rote Barette tragen. Weiter geht es mit 6 Bogenschützen für meine Bretonen. An die bin ich günstig auf der Forum Hassia herangekommen und deswegen habe ich jetzt eine ganze Ladung Bogenschützen, die frische Farbe benötigen. Die hier haben Schwarz und Gelb bekommen, denn in einem zukünftigen Bretonen-Video wird es einen Ritter geben, der ein schwarz-gelbes Wappen hat. Das hat sich der gute Atroxis von Virtual Dimension so gewünscht und da komme ich natürlich dem Wunsch gerne nach. Die 6 Mann hier werden seine Begleitung werden, beziehungsweise sind einfach seine Bauernsoldaten, die für ihn in den Krieg ziehen müssen. Ob sie es wollen oder nicht, sei mal an dieser Stelle dahingestellt. Früher habe ich nie so große Einheiten Bogenschützen eingesetzt und diese 6 Mann sind ja nun auch wirklich keine große Einheit, aber sie werden eine bestehende Einheit verstärken. Im letzten Spiel, das wir mit der 5. Edition gemacht haben, hatte ich zum ersten Mal eine größere Einheit Bogenschützen für die Bretonen dabei, nämlich 20 Mann. Und die Langbogenschützen haben sich trotz der Tatsache, dass ein Bogen nur eine Stärke von 3 hat, sehr gut geschlagen und immer wieder Chaoskrieger rausgenommen, was halt einfach die Masse an Pfeilen gemacht hat. Gut, in der 5. Edition kommt noch hinzu, die Bogenschützen können die Pfeilspitzenformationen einnehmen und alle Mann im kompletten Regiment können schießen. Da kann man halt schon jede Runde eine ganze Menge Feuerkraft entfesseln. Passend zu den Bogenschützen bilden 2 bretonische Ritter den Abschluss. Die stammen aus meiner Sammlung, die ich noch in den frühen 2000ern angefangen habe. Und jetzt kriegt halt da ein Ritter nach dem anderen neue Farbe. Das Schöne bei den beiden ist, ich habe mir mal einen Spaß gemacht und mich mit einer KI unterhalten und die gefragt, ob sie nicht Interesse hätte, Wappen zu entwerfen. Also habe ich kurz erklärt, was Bretonen sind und das hat die auch ziemlich schnell rausgekriegt und hat mir dann einiges erzählt und ich habe gesagt, okay, dann lass uns doch einfach mal Wappen machen, schlag mal was vor. Bei raus kam ein Wappen in Grün und Weiß mit einem Baum und einer Axt und der Baum steht für Beständigkeit und die Axt laut der KI für Veränderung. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist, auch wenn ich mich mit Heraldik beschäftigt habe, mit den genaueren Bedeutungen der einzelnen Symbole bin ich nie zu Rande gekommen. Das andere Modell in Blau und Weiß ist entsprechend auch von der KI entworfen worden und sie wollte blaue Halbmonde oder blaue Monde haben. Ich habe dann Halbmonde draus gemacht und ein blaues Feld. Das Blau steht für Treue und was Weiß bedeuten sollte, hatte ich leider vergessen, was sie mir gesagt hat. Kannte ich so aber alles im Rahmen von Heraldik nicht. Damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.